Gilgamesch, der legendäre König von Uruk, regierte eine der ältesten und bedeutendsten Städte des antiken Mesopotamiens, die heute im Irak liegt. Laut der sumerischen Königsliste soll er im 26. Jahrhundert vor Christus geherrscht haben und wurde nach seinem Tod als Halbgott verehrt. Die genaue Zeit seiner Herrschaft bleibt allerdings unklar, da keine zeitgenössischen Aufzeichnungen diese Datierung bestätigen. In der sumerischen Königsliste wird Gilgamesch als 5. König der ersten Dynastie von Uruk aufgeführt und soll eine Regierungszeit von 126 Jahren gehabt haben, was auf eine mythische Überhöhung hinweist. Ob Gilgamesch eine reale historische Figur war, die später zu einer legendären Gestalt wurde, wird von Historikern weiterhin diskutiert. Die wichtigste Quelle für sein Leben und Wirken ist das Gilgamesch-Epos, eines der ältesten literarischen Werke der Menschheit. Dieses Epos existiert in verschiedenen Versionen, wobei die babylonische Fassung aus dem 12. Jahrhundert vor Christus die bekannteste ist. Diese wurde auf Tontafeln in Keilschrift verfasst und in der Bibliothek des assyrischen Königs Assurbanipal entdeckt. Ältere sumerische Fragmente erzählen ebenfalls Episoden aus seinem Leben. Gilgamesch, der mächtige und unangefochtene König von Uruk, herrschte mit einer Autorität, die seinesgleichen suchte. Als Sohn der Göttin Ninsun, der Herrin der Weisheit und der Rinder, und des legendären Königs Lugalbanda, war er zu 2/3 göttlich und zu 1/3 menschlich. Lugalbanda, ein mythischer Held und früherer König von Uruk, genoss zu Lebzeiten die Gunst der Götter und wurde nach seinem Tod selbst vergöttlicht. Diese außergewöhnliche Abstammung verlieh Gilgamesch nicht nur übermenschliche Stärke und unermessliche Weisheit, sondern auch den Anspruch auf die Herrschaft über die mächtige Stadt Uruk. Doch trotz seines göttlichen Erbes und seiner bewunderten Fähigkeiten war Gilgamesch ein Herrscher, der das Vertrauen seines Volkes aufs Spiel setzte. Er zwang die Männer von Uruk, unermüdlich an gigantischen Bauwerken zu arbeiten, die seinen Namen unsterblich machen sollten. Frauen fürchteten seine Macht, da er immer das Recht der ersten Nacht einforderte, und niemand wagte es, ihm zu widersprechen. Die Mauern von Uruk, hoch und unbezwingbar, spiegelten den Stolz ihres Königs wider und auch seine Arroganz. Die Götter, Wächter des Gleichgewichts zwischen Himmel und Erde, beobachteten Gilgameschs Herrschaft mit wachsendem Unmut. Sie sahen, dass sein Egoismus und sein Missbrauch der Macht das Volk von Uruk in Verzweiflung stürzten. Um dem Einhalt zu gebieten, riefen sie die Göttin Aruru. Mit geschickten Händen formte sie aus Lehm einen Mann von überragender Stärke. Enkidu. Er war kein gewöhnlicher Mensch, sondern ein Wesen der Wildnis, geschaffen, um Gilgamesch herauszufordern und ihm die Bedeutung von Bescheidenheit und Menschlichkeit vor Augen zu führen. Enkidu lebte in den Weiten der Steppe, fernab der Zivilisation. Mit den Tieren teilte er Nahrung und Wasser, und die Wildnis war sein Zuhause. Löwen und Gazellen waren seine Gefährten, und kein Mensch wagte es, ihn zu stören. Doch die Götter planten ihn mit der Welt der Menschen zu konfrontieren. Als ein Jäger Enkidu entdeckte und von seiner unbändigen Kraft und seinem tiergleichen Leben berichtete, wurde eine List ersonnen. Eine Tempeldienerin namens Shemhat wurde ausgesandt, um Enkidu mit den Verlockungen der Zivilisation bekannt zu machen. Sie verführte ihn mit ihren weiblichen Reizen, und durch sie lernte Enkidu die Sprache der Menschen, ihre Bräuche und ihre Speisen kennen. Er begann, die Welt, die er zuvor gemieden hatte, mit neuen Augen zu sehen. Doch mit dem Verlust seiner Unschuld in der Wildnis kam auch eine neue Bestimmung, die Begegnung mit Gilgamesch. Als Enkidu schließlich nach Uruk kam, war die Stadt erfüllt von Geschichten über den wilden Mann, der dem König ebenbürtig sein sollte. Die beiden Männer trafen aufeinander, und ein epischer Kampf entbrannte. Die Erde bebte unter ihren Füßen, als sie ihre Kräfte maßen. Doch kein Sieger ging aus diesem Duell hervor. Nach einem harten und erbitterten Kampf
in dem sich Gilgamesch und Enkidu anfangs als erbitterte Gegner gegenüberstehen, erkennen beide schließlich die Stärke und den Mut des jeweils anderen. Der Kampf selbst war intensiv und spektakulär, indem die beiden Helden ihre immense Kraft und Tapferkeit unter Beweis stellten. Doch statt in Hass zu enden, brachte dieser Kampf eine tiefe und bedeutsame Freundschaft hervor. Gilgamesch, der zuvor ein tyrannischer und egoistischer Herrscher war, erkannte in Enkidu einen ebenbürtigen Gefährten. Enkidu, der wilde Mann, sah in Gilgamesch nicht nur einen mächtigen König, sondern auch einen potenziellen Freund und Bruder im Geiste. Diese gegenseitige Anerkennung ihrer Stärken und Schwächen legte den Grundstein für eine außergewöhnliche Freundschaft. Ihre neu gewonnene Freundschaft veränderte beide Männer grundlegend. Enkidu brachte Gilgamesch eine neue Perspektive auf das Leben und die Herrschaft. Er lehrte ihn, dass wahre Stärke nicht nur in körperlicher Macht, sondern auch in Weisheit, Mitgefühl und Zusammenarbeit liegt. Gilgamesch wiederum öffnete Enkidu die Türen zur Zivilisation und gab ihm einen Platz in der menschlichen Gesellschaft. Gemeinsam erlebten sie viele Abenteuer, die ihre Freundschaft weiter stärkten. Durch diese gemeinsamen Erlebnisse entwickelten Gilgamesch und Enkidu eine tiefe und unerschütterliche Bindung. Ihre Freundschaft lehrte Gilgamesch, ein gerechterer und mitfühlenderer König zu sein, und zeigte Enkidu die Bedeutung von Loyalität und Gemeinschaft. Zusammen wurden sie zu legendären Helden, deren Taten und Freundschaft im Gilgamesch-Epos unsterblich blieben. So begann die unsterbliche Geschichte von Gilgamesch und Enkidu, eine Erzählung von Macht und Freundschaft, von Verlust und der Suche nach der Wahrheit, die bis heute in den Herzen der Menschen widerhallt. Die Göttin Ishtar, die Königin des Himmels und der Liebe, war von Gilgamesch, dem mächtigen König von Uruk, fasziniert. Sie war von seiner Stärke, seinem Mut und seiner Schönheit beeindruckt und sehnte sich nach seiner Liebe. Doch Gilgamesch, der stolze Herrscher, wies ihre Avancen zurück, denn er wusste um Ishtars wechselhaftes und zerstörerisches Wesen. Er fürchtete die Konsequenzen einer Verbindung mit einer Göttin, die bekannt war für ihre Launen und ihre Rache. Ishtar, zutiefst beleidigt und verletzt durch Gilgameschs Zurückweisung, schwor Rache. In ihrem Zorn beschloss sie, einen mächtigen und furchterregenden Verbündeten zu rufen, den Stier des Himmels. Dieses göttliche Wesen, von den Göttern als Werkzeug der Zerstörung geschaffen, war unbesiegbar und von unermesslicher Kraft. Er wurde von ihr losgeschickt, um über Uruk herzufallen und Zerstörung zu bringen. Sein brüllender Schrei ließ die Erde erzittern und die Menschen erzittern vor Angst. Gilgamesch und Enkidu, die Helden von Uruk, erkannten die Bedrohung und eilten herbei, um die Stadt zu verteidigen. Der Kampf gegen den Stier des Himmels war von epischer Größe und Intensität. Der Stier, mit seinen mächtigen Hörnern und seiner unerschütterlichen Kraft, schien unbezwingbar. Doch Gilgamesch und Enkidu, vereint in ihrem Entschluss und ihrer Tapferkeit, stellten sich dem göttlichen Ungeheuer entgegen. Mit List und Mut gelang es den beiden Helden, den Stier des Himmels zu überwältigen. Sie nutzten ihre vereinten Kräfte und ihre Geschicklichkeit im Kampf, um dem Ungeheuer schwere Wunden zuzufügen. Schließlich gelang es ihnen, den Stier zu besiegen und seine Macht zu brechen. Der Sieg über den Stier des Himmels war nicht nur ein Triumph über eine göttliche Bedrohung, sondern auch ein Beweis für die Stärke und Entschlossenheit von Gilgamesch und Enkidu. Ihr Mut und ihre Opferbereitschaft wurden in ganz Uruk gefeiert, und ihr Ruhm langte weit über die Grenzen der Stadt hinaus. Ishtar, besiegt und gedemütigt, zog sich zurück und schwor sich an Gilgamesch und Enkidu zu rächen. Doch für den Moment war die Stadt Uruk gerettet, und ihre Helden wurden als unsterbliche Legenden gefeiert. Der Sieg über den Stier des Himmels würde für immer in den Annalen von Uruk festgehalten werden und als ein weiteres Kapitel in der Saga von Gilgamesch und Enkidu eingehen. Gilgamesch und Enkidu,
nun schon lange enge Freunde und unzertrennliche Gefährten, beschlossen sich einem gefährlichen Abenteuer zu stellen, um ihren Mut und ihre Stärke unter Beweis zu stellen. Ihr Ziel war der heilige Zedernwald, ein mystischer und sagenumwobener Ort, der von dem furchterregenden Dämon Humbaba bewacht wurde. Der Zedernwald war ein Ort von großer spiritueller Bedeutung und seine Hölzer wurden als äußerst wertvoll erachtet. Der Beschluss, den Zedernwald zu betreten und Humbaba zu besiegen, war nicht nur ein Test ihrer Tapferkeit, sondern auch ein Versuch, Ruhm und Ehre für ihre Stadt Uruk zu gewinnen. Sie wussten, dass dieses Unterfangen gefährlich war, denn Humbaba war ein mächtiges Wesen, dessen Schrecken und Stärke weithin bekannt waren. Dennoch waren sie fest entschlossen, sich dieser Herausforderung zu stellen. Auf ihrem Weg in den Zedernwald suchten Gilgamesch und Enkidu die Unterstützung des Sonnengottes Shamash. Sie beteten zu ihm und baten um seinen Schutz und seine Hilfe im bevorstehenden Kampf. Shamash, der ihren Mut und ihre Freundschaft sah, gewährte ihnen seine Unterstützung und versprach ihnen zur Seite zu stehen. Als sie den Zedernwald betraten, wurden sie von einer unheimlichen Stille und der überwältigenden Präsenz von Humbaba empfangen. Der Dämon, mit einem Gesicht, das sowohl Menschen als auch Götter das Fürchten lehrte, war bereit, seinen heiligen Wald zu verteidigen. Doch Gilgamesch und Enkidu, gestärkt durch ihre Freundschaft und die Hilfe von Shamash, zeigten keine Angst. Der Kampf gegen Humbaba war hart und gnadenlos. Der Dämon nutzte seine übernatürlichen Kräfte, um die beiden Helden zu überwältigen, doch sie kämpften unermüdlich weiter. Shamash, getreu seinem Versprechen, sandte starke Winde und Blitze, um Humbaba zu schwächen und Gilgamesch und Enkidu im Kampf zu unterstützen. Mit vereinten Kräften und dank der Hilfe des Sonnengottes brachten sie den mächtigen Wächter des Zedernwaldes zu Fall. Der Tod von Humbaba war nicht nur ein Triumph ihrer Stärke und ihres Mutes, sondern auch ein Symbol für die Macht der Freundschaft und der göttlichen Unterstützung. Nach dem Sieg fällten Gilgamesch und Enkidu die heiligen Zedern und brachten das wertvolle Holz nach Uruk zurück. Ihr Erfolg wurde in der Stadt gefeiert und ihre Taten wurden als legendär betrachtet. Dieses Abenteuer im Zedernwald zeigte nicht nur ihre Fähigkeiten als Krieger, sondern auch ihre Fähigkeit, zusammenzuarbeiten und einander zu vertrauen. Es festigte ihre Freundschaft und machte sie zu unsterblichen Helden im Epos von Gilgamesch. Dennoch hatten ihre gemeinsamen Taten einen Preis. Die Götter, die sich durch den Tod Humbabas und des Himmelsstiers herausgefordert fühlten, verhängten eine grausame Strafe. Enkidu wurde auserwählt zu sterben. Diese göttliche Entscheidung traf Gilgamesch wie ein vernichtender Schlag. Enkidu, sein treuer Freund und Gefährte, der ihm so oft das Leben gerettet und ihn mit seiner Weisheit und Kraft inspiriert hatte, sollte nun sterben. Die Nachricht von Enkidus bevorstehendem Tod füllte Gilgameschs Herz mit unermesslichem Schmerz und Verzweiflung. Er konnte nicht akzeptieren, dass sein geliebter Freund, sein Bruder im Geiste, ihm für immer genommen werden sollte. Die Tage vor Enkidus Tod waren erfüllt von tiefer Trauer und endlosen Gebeten an die Götter, ihn zu verschonen. Doch ihre Entscheidung blieb unerbittlich. Enkidu, der einstige wilde Mann, lag nun krank und schwach in Gilgameschs Palast, sein Leben langsam schwindend. Als Enkidu schließlich verstarb, brach für Gilgamesch eine Welt zusammen. Der Verlust seines Freundes, seiner anderen Hälfte, ließ ihn in tiefe Trauer versinken. Er konnte nicht fassen, dass jemand, der so lebendig und voller Energie war, nun für immer fort war. Die Existenz von Enkidu war für Gilgamesch eine Quelle unendlicher Freude und Inspiration gewesen, und nun wurde er mit der harten Realität seiner Sterblichkeit konfrontiert. Enkidus Tod hinterließ in Gilgamesch nicht nur einen schmerzhaften Verlust, sondern auch eine existenzielle Angst vor dem eigenen Tod. Er erkannte, dass seine Zeit auf Erden begrenzt war, und dass er eines Tages genauso sterblich sein würde wie sein Freund.
Diese Erkenntnis führte ihn auf eine Reise der Selbstreflexion und Suche nach dem Sinn des Lebens und des Todes. Die Trauer um Enkidos Tod würde Gilgamesch für immer begleiten und seine Reise zu einem tieferen Verständnis von Menschlichkeit, Sterblichkeit und Unsterblichkeit prägen. Doch selbst inmitten seiner größten Trauer würde die Erinnerung an Enkidu als strahlender Stern am dunklen Himmel seiner Existenz leuchten, und seine Freundschaft würde für immer in den Hallen von Uruk und im Herzen von Gilgamesch weiterleben. Durch ihre gemeinsame Zeit hatte Enkidu Gilgamesch eine entscheidende Lektion gelehrt. Die wahre Stärke eines Königs liegt nicht in der Tyrannei, sondern im Respekt und in der Gemeinschaft mit seinen Mitmenschen. Und Gilgameschs Erinnerungen an Enkidu, an ihre Abenteuer und ihre tiefe Freundschaft, begleiteten ihn bis zu seinem eigenen Ende. Nach dem schmerzhaften Verlust seines treuen Freundes Enkidu wurde Gilgamesch von existenziellen Fragen geplagt. Die Angst vor dem eigenen Tod trieb ihn an, und er beschloss sich auf eine verzweifelte Suche nach dem Geheimnis der Unsterblichkeit zu begeben. Sein Verlangen nach Unsterblichkeit war nicht nur eine Flucht vor seiner eigenen Sterblichkeit, sondern auch eine Suche nach Bedeutung und Sinn in einem Leben, das von Verlust und Trauer geprägt war. Entschlossen und unbeirrt begab sich Gilgamesch auf eine gefährliche Reise, die ihn durch unwegsame Wüsten und gefährliche Gebirge führte. Er durchquerte reißende Flüsse und dunkle Wälder, auf der Suche nach Antworten auf die Fragen, die sein Herz quälten. In der babylonischen Version des Epos muss Gilgamesch den gefährlichen Gebirgspass Mashu überwinden. Mashu ist ein mystischer Ort, der als der Berg der Sonne beschrieben wird. Dieser Gebirgspass befindet sich im Westen, wo die Sonne untergeht. Um zum Land der Götter zu gelangen, muss Gilgamesch den Tunnel der Sonne durchqueren, eine lange und dunkle Höhle, die von Skorpionmenschen bewacht wird. Die Skorpionmenschen sind übernatürliche Wesen, die eine bedrohliche, fast unüberwindbare Hürde darstellen. Sie sind eine Art Wächter des Übergangs von der Welt der Sterblichen in die göttliche Sphäre. Der Pass durch Mashu und die Begegnung mit den Skorpionmenschen ist eine der vielen Prüfungen, die Gilgamesch auf seiner Reise zur Erlangung von Unsterblichkeit bestehen muss. Gilgamesch wird jedoch nicht von den Skorpionmenschen aufgehalten, sondern schafft es, durch den Tunnel zu gehen, nachdem er ihre Bedrohung überwindet und ihnen seine Entschlossenheit zeigt. Nachdem er den Tunnel durchquert hat, erreicht er das Land der Götter, in dem er schließlich Utnapishtim findet. Diese Passage im Epos symbolisiert den Übergang von der Welt der Sterblichen zur göttlichen Welt, wobei Gilgamesch sich mit übernatürlichen Kräften auseinandersetzen muss, um seine Suche nach Unsterblichkeit fortzusetzen. Utnapishtim, bekannt als der Mensch, der die große Flut überlebte, wurde von den Göttern zusammen mit seiner Frau und seiner Familie gerettet. Sie überlebten die Flut, nachdem Utnapishtim von den Göttern gewarnt worden war und ein großes Schiff gebaut hatte, um sich, seine Familie und Tiere zu retten. Als Belohnung für sein Überleben und seine Treue gewährten ihm die Götter Unsterblichkeit, und er lebt nun zusammen mit seiner Frau in einem göttlich gesegneten Land, fernab von den Sorgen der Sterblichen. Als Gilgamesch Utnapishtim gegenüberstand, erkannte er in ihm nicht nur einen alten Mann, sondern auch einen erleuchteten Lehrer, der die Geheimnisse des Lebens und des Todes kannte. Utnapishtim hörte geduldig zu, als Gilgamesch seine Sehnsucht nach Unsterblichkeit offenbarte, und antwortete mit ruhiger Weisheit. In einigen Versionen des Gilgamesch-Epos, insbesondere in der babylonischen Version, wird erwähnt, dass Gilgamesch von Utnapishtim eine Aufgabe erhält, die ihn zu einem mysteriösen Ort namens Dilmun führt, um das Geheimnis der Unsterblichkeit zu erlangen. Dilmun. Das sumerische Eden wird als ein Ort beschrieben, der mit der Suche nach dem Pflanzensamen des Lebens oder einer ähnlichen Quelle der Unsterblichkeit verbunden ist. Vor der Flut ein paradiesischer Garten, lag er nun vollständig unter Wasser. Utnapishtim gibt Gilgamesch die Aufgabe, eine Pflanze zu finden, die angeblich das Leben verlängern oder sogar Unsterblichkeit verleihen kann.
In einigen Erzählungen wird dieser pflanzliche Schatz als ein Zaubermittel oder ein Kräuterextrakt dargestellt, das Gilgamesch helfen soll, seine Suche nach Unsterblichkeit zu vollenden. Nachdem Gilgamesch jedoch die Pflanze des Lebens gefunden hat, wird er von einem schicksalhaften Ereignis getroffen. Ein Schlangentier stiehlt ihm die Pflanze, während er ruht, und verspeist sie. Alles, was zurückbleibt, ist ihre abgeworfene Schlangenhaut. Was das Ende seiner Reise nach Unsterblichkeit symbolisiert und eine wichtige Lektion über die Unvermeidlichkeit des Todes vermittelt. Obwohl Gilgamesch auf seiner Reise durch und nach Dilmun die Quelle der Unsterblichkeit findet, erkennt er letztlich, dass solche Geschenke den Sterblichen nicht dauerhaft gehören können. Trotz all seiner Bemühungen erhält Gilgamesch nicht die Unsterblichkeit. Utnapishtim erklärt ihm, dass Unsterblichkeit ein Geschenk der Götter ist und nicht jedem zuteil wird. Er fordert Gilgamesch auf, die Bedeutung des Lebens zu erkennen und zu akzeptieren, dass die Sterblichkeit Teil der menschlichen Existenz ist. Am Ende seiner Reise kehrt Gilgamesch mit einer tieferen Erkenntnis zurück. Unsterblichkeit ist unerreichbar, und es ist wichtiger, ein erfülltes Leben zu führen, in dem man Weisheit erlangt und das Leben in vollen Zügen lebt, anstatt nach dem Unmöglichen zu streben. Die Geschichte von Gilgamesch und seiner Suche nach Unsterblichkeit ist also nicht nur eine Geschichte von Abenteuern und Prüfungen, sondern auch eine tiefgreifende Reflexion über den Tod, das Leben und die menschliche Natur. Gilgamesch erkannte, dass die Unsterblichkeit kein Geschenk war, das leichtfertig vergeben wurde, sondern ein Privileg, das nur den Auserwählten zuteil wird. Ich danke euch, dass ihr diese Reise mit mir unternommen habt. Wenn euch das Thema interessiert und ihr noch mehr über die faszinierende Welt der Anunnaki, die Epopöe von Gilgamesch und die Geheimnisse der alten Kulturen erfahren wollt, abonniert, lasst ein Like da und schaut auf meinem Kanal vorbei. Dort findet ihr mehr Videos zu diesem spannenden Thema. Bis zum nächsten Mal.